Diese spannende Dauerläufer-Aktie hat es in mein Portfolio geschafft. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute das Unternehmen vor, das ich als letztes in meinem Portfolio aufgenommen habe, also die Aktie, die ich gekauft habe in mein eigenes langfristiges Aktiendepot. Ja, und die Aktie, die ich dabei habe oder die ich jetzt gekauft habe, ist Cadence Design Systems. Das ist ein führender Anbieter von Electronic Design Automation Software. Und die entwickeln ja integrierte Schaltkreise und Leiterplatten und unterstützen sie dadurch eben ja, umfassende Systeme. Also die haben einerseits Designlösungen für Frontend-Design, aber auch für Backend-Design und hat da ja, eine sehr, sehr starke Marktposition, auch eine weltweite Präsenz und arbeitet mit führenden Halbleiterherstellern, Systemintegratoren und Elektronikfirmen ja, weltweit zusammen, also so Unternehmen wie Intel, TSMC und Samsung. Und mein Investment Case, warum ich das Unternehmen in mein Portfolio genommen habe, warum es auch so spannend ist, genau die Gründe, die verrate ich dir jetzt. Als erstes mal mein Investment Case. Also charttechnisch ist das Unternehmen eins der besten Chipwerte generell am Aktienmarkt und hat ja einen wirklich dynamischen Aufwärtstrend. Ja, es liegt natürlich auch unter anderem an wirklich einer starken Marktposition, wirklich starken Margen, die auch langfristig gesteigert werden konnten. Wir haben zudem wirklich starke Megatrends, die hinter dem Unternehmen stehen. Also einmal natürlich der Megatrend KI und an sich der Halbleitersektor, der in den letzten Jahren wirklich ja, stark an Aufwind auch gewonnen hat. Und ich denke auch in Zukunft wird sich dieser Trend fortsetzen. Was auch schön ist, das Unternehmen hat langfristig immer gute Aktienrückkaufprogramme durchgeführt. Man ist da zwar nicht so konsequent, dass man wirklich jedes Quartal hier die Aktienanzahl reduziert, aber langfristig ist da auf jeden Fall ja, eine Tendenz nach unten erkennbar und generell hat das Unternehmen ja, ein hohes Wachstum, also beim Umsatz und auch bei der Profitabilität. Außerdem, was ich immer sehr gern mag bei Geschäftsmodellen, ist, wenn die Umsätze wiederkehrend sind. Und wir haben hier bei Cadence Design einen wiederkehrenden Umsatz prozentualen Anteil von 85%. In den letzten 10 Jahren konnte damit Cadence Design auch den Gesamtmarkt stark hinter sich lassen. Also sowohl Nasdaq als auch S&P 500 ja, ist in der Kursperformance deutlich hinter Cadence Design zurückgeblieben. Und für mich ist es jetzt eben ja, ein guter Kauf gewesen, weil wir auch eine mittelfristige Unterstützung angelaufen haben und auch dort ein Kaufsignal ausgelöst haben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Es ist jetzt kein Kauf, der jetzt gestern passiert ist, sondern das ist schon länger her. Und es ist eine nette Ergänzung zu meinem Portfolio. Also ich setze ja in erster Linie eigentlich auf Dividendenwachstumswerte. Ist also jetzt mehr oder weniger mal eine Ausnahme hier. Also ich möchte mich hier in diesem Sektor trotzdem noch stärker aufstellen und mir reicht es jetzt in dem Fall, dass das Unternehmen Aktienrückkaufprogramme durchführt und so ein hohes Wachstum hat. Und ja, im Vergleich mit Synopsys gefällt mir jetzt eben in erster Linie, dass man deutlich konsequenter ist, was die Aktienrückkaufprogramme angeht und man hat eben auch eine leicht bessere Performance jetzt hingelegt im Vergleich zu Synopsys in den letzten Jahren. Aber also auch Synopsys ist eine sehr interessante Aktie und kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn man sich hier für das Unternehmen statt Cadence Design ja, entscheidet. Schauen wir uns mal die Megatrends an, in denen Cadence Design tätig ist. Also einerseits natürlich Machine Learning, also alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber auch Hyperscale Computing, autonomes Fahren, 5G-Kommunikation, generell der ganze IoT-Sektor. Man ist eigentlich in allen Bereichen, die so in den nächsten Jahren wirklich zukunftsträchtig sind, tätig. Das ist natürlich eine gute Position für Cadence Design. Wenn wir uns die Umsätze nach Segmenten und Regionen anschauen, sehen wir, dass der Hauptabsatzmarkt Amerika ist. Wir haben auch einen China-Anteil von 17%, aber insgesamt finde ich, dass hier der regionale Umsatz schön verteilt ist. Ist mir eigentlich immer ganz recht, wenn der China-Umsatzanteil nicht so extrem hoch ist, was ja bei Chipwerten schon eher üblich ist. Ja, wir sehen auch hier, dass der Hauptabsatz Digital IC Design und Sign-Off ist und dann kommt hier Functional Verification, aber auch hier ist der Produktmix, also nach Segmenten, ja, relativ gesund verteilt. Also wir sind jetzt nicht abhängig von einem einzigen Segment bei Cadence Design und das hat mir gut gefallen. Ja, wenn du gerne weiter solche Videos von mir siehst und dir das Video gefällt, also auch vielleicht noch ein paar andere Videos von meinen Aktienkäufen vorgestellt bekommen möchtest, lass doch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da und generell natürlich ein Abo für den Kanal nicht vergessen. Danke auf jeden Fall.
Ja, Cadence Design ist ein echter High-Performer. Also links sehen wir jetzt hier das Umsatzwachstum von 2016 bis 2022. Und wir sind hier im Umsatz mit einem CAGR von knapp 12% pro Jahr gewachsen. Also ein wirklich ja, hohes Wachstum, das hier Cadence Design hinlegt. Und bei den Earnings per Share, die sind jetzt Non-GAAP, haben wir sogar einen CAGR von 23,4%, also noch ein rasanteres Wachstum als beim Umsatz. Und das gefällt mir natürlich auch gut. Also es ist einfach ein Unternehmen, das deutlich stärker als der Gesamtmarkt wächst. Und das sehen wir auch bei der Operating Margin. Die konnte hier langfristig gesteigert werden, also seit 2017. Da hat die knapp 30% betragen und jetzt sind wir eben hier schon, kratzen schon an den 40% Operating Margin und das zeigt mir eben auch, dass das Unternehmen wirklich hochqualitativ ist und ja, einfach die Macht hat, hier immer höhere Preise auch an den Kunden weiterzugeben und vor allem es schafft, dass die eigene Profitabilität, also die eigene Kostenstruktur, ja, niedrig gehalten wird im Vergleich zu dem Wachstum, das man hier schafft. Man hat hier im Jahr 2022 1,1 Milliarden Free Cashflow generiert. Das ist auch sehr schön und auch die Capital Structure sieht sehr gut aus. Also Cash to Long-Term Debt, da ist man netto liquide. Also das ist alles eine sehr gute Position, in der man sich hier befindet. Wenn wir uns den Free Cashflow anschauen, dann sehen wir eben auch, dass sich hier langfristig die Free Cashflows steigern. Auch das natürlich immer ein sehr wichtiger Indikator für mich. Also ich möchte hier langfristig steigende Free Cashflows sehen. Ich möchte keine zyklischen Geschäftsmodelle haben. Wir sehen halt schon, dass der langfristige Trend sich hier nach oben bewegt. Cadence Design ist an sich natürlich im Halbleitermarkt auch einer gewissen Zyklik einfach unterlegen, aber man hat eben durch dieses Design doch ja, ein bisschen einen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen hier aus dem Bereich. Aktienrückkaufprogramme sehen wir hier, die sind auch langfristig mal ja, eher tendenziell nach oben gegangen. Jetzt zuletzt war es etwas schwächer, aber wir sind ja auch hier, Q3 2023 ist jetzt hier diese Folie. Aber auch hier denke ich, dass langfristig weiterhin solche Aktienrückkaufprogramme beibehalten werden. Also ist auch ein großer Teil meines Investment Cases. Wenn jetzt da mal kurzfristig pro Quartal, also auf Sicht eines Quartals, die Aktienanzahl sich erhöht hat, das ist jetzt für mich weniger interessant, sondern ich möchte das dann auf Jahressicht sehen, dass langfristig die Aktienanzahl rückläufig ist. Die können wir uns auch hier nochmal anschauen. Also auf Sicht der letzten 5 Jahre sehen wir schon, dass da schön tendenziell die Kurve nach unten geht, auch wenn mal kurzfristig immer so ein paar Spikes nach oben mit dabei sind. Das haben wir auch zuletzt gesehen hier ab 2024. Aber im Schnitt ungefähr in den letzten 5 Jahren haben wir hier einen Buyback-Yield von 1%. Also ca. 1% der ausstehenden Aktien werden pro Jahr hier zurückgekauft. Das denke ich auch, ja, das ist ein Wert, der wahrscheinlich auch realistisch ist für die nächsten Jahre. Und das ist auch für uns einfach als Aktionär ein gutes Signal. Wir werden einfach passiv hier immer mehr beteiligt am Unternehmen. Und es gefällt mir immer sehr gut und ist auch Teil generell meiner Investmentstrategie. Ja, wenn du jetzt noch ein Depot suchst für deine Aktien, dann kann ich dir hier auf jeden Fall Finanzen.net Zero empfehlen. Es ist der kostengünstigste Broker, den es in Deutschland gibt. Da kannst du echte Schweizer Aktien handeln. Es gibt dort Sparpläne, Kryptoinvestments. Also das ist eine sehr ja, breite gefächerte Anlageplattform und du kannst dir hier 25 Euro Prämie sichern. Mit dem Link in der Beschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar gerne mal auschecken. Ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung. Schauen wir mal auf die Performance von Cadence Design im Vergleich zum Nasdaq 100 und dem S&P 500 in Gelb und in Rot. Hier unten sehen wir eben, dass Cadence Design in den letzten 6 Jahren mit 624% beide Indizes deutlich hinter sich gelassen hat. Also lief ja, circa dreifach so gut wie der Nasdaq 100. Also da lohnt sich auf jeden Fall hier also der Einzelaktieninvest in Cadence Design im Vergleich zu diesen breiten Aktienmärkten, die natürlich aber ein geringeres Risiko mitbringen. Also es ist für mich schon auch wichtig, dass wenn ich ein Unternehmen hier als Einzelaktien in mein Portfolio lege, dass da definitiv die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir so einen Gesamtmarkt outperformen. Also sonst könnte ich mir natürlich auch dieses Risiko sparen, einfach zum Beispiel den S&P 500 nehmen. Aber wir sehen jetzt hier vierfache Outperformance zum S&P 500. Also da lohnt sich dann das Risiko tendenziell auf jeden Fall bei Cadence Design direkt investiert zu sein.
als hier den US-Gesamtmarkt zum Beispiel als Investment zu wählen. Wenn wir uns die Profitabilität anschauen von Cadence Design, sehen wir hier nochmal, dass die langfristig steigend ist. Also sowohl die Free Cashflow Time to Market, die ist schon langfristig tendenziell steigend. Klar, hier gibt es auch immer wieder Einbrüche, wenn irgendwelche Einmaleffekte dabei sind. Auch die EBIT-Marge, die ist langfristig nach oben gegangen und natürlich auch die Gewinne je Aktie schön jedes Jahr gesteigert. Es sind ab und zu mal stärkere Jahre dabei, dann mal wieder schwächere, das ist aber völlig normal. Mir ist hier wichtig, dass der Trend langfristig stetig nach oben geht und das sehen wir hier, gefällt mir also gut. Bei der Bewertung sehen wir jetzt hier im Blau Price to Earnings Growth Ratio. Ja, ist jetzt schon im Moment etwas höher auf Sicht der letzten 3 Jahre. Und bei dem KGV und KUV sind wir ungefähr im Schnitt der letzten Jahre. Also ist jetzt kein stark unterbewertetes Unternehmen im Moment vom Kurs her. Vielleicht sogar tendenziell leicht drüber. Das hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten, eine erste Position hier zu öffnen. Also ich habe jetzt noch keine ganze Position in meinem Portfolio gekauft. Ich kaufe immer in Tranchen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine erste Tranche bei Cadence Design eröffnet. Rückblickend hätte ich vielleicht gleich die volle Position kaufen können. Werden wir jetzt gleich auch noch im Chart sehen, warum. Genau. Der Marktvolumen, also das Marktvolumen für die KI weltweit ist, denke ich, jedem logisch oder jedem ersichtlich, ist langfristig stark steigend. Also wir haben hier jedes Jahr erwarten wir hier ein höheres Marktvolumen für KI. Das ist natürlich ein stringenter Chart, den wir jetzt hier sehen. Und das soll hier mit einem CAGR von 31,22% von 2024 bis 2029 wachsen. Und das ist generell eine gute Voraussetzung für Cadence Design, um das eigene Wachstum fortzuführen einerseits und andererseits natürlich auch weiter die Profitabilität steigern zu können. Und das ist auch eigentlich mein Investment Case. Also ich denke, dass das Wachstum weitergeht. Ich denke, dass Cadence Design weiterhin ein starker Player am Markt sein wird hier in diesem Chip-Design und wirklich stark hier profitieren wird von diesem, ja, von dem KI-Geschehen, das sich jetzt hier eher erst anbahnt. Also wir sind jetzt hier eher an der Anfangsphase. Das sagt jetzt eben auch hier Statista bzw. Mordor Intelligence. Wir können uns auch hier nochmal den fokussierteren Markt anschauen für Cadence Design. Das ist eben dieser Global EDA-Markt und auch der soll stark wachsen, hier von 2024 bis 2029, immerhin mit einem CAGR von 8,46%. Da sind natürlich auch Unternehmen als Konkurrenten mit drin, sowas wie Synopsys, Xilinx, Keysight oder Ansys. Ja, aber es ist auch ein guter Trend, der hier für Cadence Design in diesem Bereich nochmal drunter liegt. Und das ist ja natürlich auch wichtig, dass der grundsätzliche Absatzmarkt hier eine steigende Tendenz hat und mit einem CAGR von 8,46% ist es auch ein Markt, der im Schnitt ja, deutlich besser wächst als andere Segmente. Zum Beispiel waren wir letztens Mondelez angeschaut, da hatten wir einen deutlich schwächer wachsenden, grundlegenden Markt. Also ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung auch für Cadence Design. Wenn wir uns das Wachstum anschauen, sehen wir hier ein Revenue von 4,4 Milliarden in der letzten Dekade, also im letzten Jahr. Und Growth Rates im Schnitt der letzten 5 Jahre, also auf Sicht der letzten 5 Jahre, haben wir 89% beim Umsatz, sind wir gewachsen und beim Operating Income deutlich mehr mit 150%. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Zeichen. Net Income ist hier um 143% gewachsen. Es ist einfach wirklich ein rasant wachsendes Unternehmen. Und wir haben auch eine ganz niedrige Verschuldungsratio. Also es ist alles, die Solvenz, Unternehmen ist sehr solvent. Also wir haben eine negative Net Debt. Das ist einfach eine sehr gute Bilanz, die Cadence Design hier hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch den langfristigen Chart an und ich zeige euch auch, wo ich Cadence Design hier gekauft habe. Langfristig ist das Unternehmen auf jeden Fall in einem sehr dynamischen Aufwärtstrend, also einem monatlichen Aufwärtstrend, der ganz selten mal wirklich ja, signifikante Korrekturen gezeigt hat, also vor allem ab 2009. Und wenn wir uns hier mal meinen Trendkanal anschauen, sehen wir auch, dass wir uns hier ja eher nach unten schon bewegt haben, also langfristig eher im mittleren Bereich sind, also jetzt nicht mehr so stark überhitzt, nachdem wir schon länger mal hier eine Seitwärtsphase ausgebildet haben. Auf Wochenbasis, wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass hier, das ist dieser Monatsimpuls, den ich gewählt habe, also 130 bis hier hoch auf 320. Und hier war jetzt für mich die mittelfristig wichtige Unterstützung hier so diese 250 US-Dollar, die mir auch mehrfach hier angetestet haben, kurzfristig, als diese Seitwärtsphase jetzt hier gebildet worden ist. Wir sind jetzt hier
kurzfristig auch ausgebrochen aus dieser Range. Also hier ist ja nochmal diese Seitwärtsphase, kann ich auch nochmal einzeichnen. Hier ist diese Range jetzt in grün, oder von mir aus auch hier in beige. Da sind wir drüber rausgebrochen, haben wir nochmal angetestet und laufen jetzt eben Richtung neues Allzeithoch oder beziehungsweise Richtung Allzeithoch. Und also einerseits hätte es jetzt hier unten eine schöne Einstiegsmöglichkeit gegeben. Für mich aber war eben dieser Ausbruch und dieser Retest hier Einstiegssignal genug. Also ich habe jetzt hier meine Position eröffnet, bin jetzt circa, glaube ich, 10% im Plus, sowas um den Dreh oder 15%. Also ich hätte da natürlich noch einen deutlich besseren Einstieg erwischen können, wenn man hier unten reingegriffen hätte, aber da hätte man ja schon wirklich viel Glück haben müssen, weil hier einen kurzfristigen Einstieg finden mit dieser Earnings Gap, also mit den guten Quartalszahlen, die da rausgekommen sind, war wirklich schwer. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden mit meiner ersten Tranche, wenn wir jetzt hier nochmal runterkommen, nachdem wir ein neues Allzeithoch gemacht haben. Ja, dann würde ich mir überlegen, ob ich nochmal hier nachkaufe, aber im Moment ist es jetzt nicht mehr spannend für einen langfristigen Einstieg. Auf jeden Fall war das jetzt ganz interessant hier mit dieser ca. 23-24% Korrektur und habe ich jetzt einfach mal für eine erste Tranche genutzt, die kurzfristige Schwäche bei Cadence Design. Und im Vergleich zu anderen Aktien, wie zum Beispiel ASML oder Unternehmen aus dem Halbleitermarkt, ist es eben einfach eine Aktie, die deutlich weniger stark korrigiert und eher mal vielleicht immer ein bisschen eine Zeit seitwärts läuft. Wir hatten ja hier auch ja, so ein Jahr circa, sogar über ein Jahr, 1,5 Jahre, mehr oder weniger eine Seitwärtsphase im Kurs und das hat mich dann eben dazu bewegt, hier eine Position zu eröffnen. Marktkapitalisierung ist übrigens 85 Milliarden und eine Price-to-Earnings-Ratio haben wir jetzt gerade 80. Ich habe natürlich zu einer niedrigeren Bewertung schon eingekauft. Wir sehen auch hier, dass die Net-Margin im Moment hier bei 25,46% liegt. Das natürlich auch ein sehr starker Wert ist und mir auch immer wichtig ist, dass die Profitabilität ja, sehr hoch ist bei Cadence Design. Aber es würde mich generell interessieren, was du von Cadence Design hältst. Ja, findest du, dass das Unternehmen auch sehr hochqualitativ ist oder glaubst du, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren eher Probleme haben wird, wieder weiter abzuliefern? Ja, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall nicht vergessen. Abo dalassen natürlich. Und wenn du dich jetzt noch interessierst für 3 Aktien für die Ewigkeit, dann gerne mein letztes Video auschecken dazu. Da geht es um Buy and Hold oder auch zu der Aktie von Mondelez. Da habe ich mir angeschaut, ob sich da im Moment der Einstieg lohnt. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.